Goedemorgen. Jezus hat noch für jedermann wunderbar Lebenswort. Hier wird ein Devis spielen, nicht? Das wird wir am Sonntagsmorgens taub kommen, um das wunderbare Lebenswort zu hören. Und das dann anzulauten. Die ruft zur Andacht ab dem Bulletin, von der sagt, Hei seht an, du sollst den Herrn dienen Gott mit deinem ganzen Hort gut sein, und mit deiner ganzen Seele, und mit all deinen Gedanken. Und das sind Jesus seine Werte. Wir kijken naar de bekendmakingen van der. Van der nummer klok 2 als begrafenis. In de ebenfalls kerk van Johan Eifriesen. Medweg, frühe stund beim Park in de Südwastel door. Bringt Steiler mit. Medweg klok 3 nummer. En ook Medweg als Youth Night. En ook nog eindelijk wat Medweg is. De Schulkomitee van de kolonie loopt de ouderen aan, wat er waren wel kinderschatje. Naar de gym te komen, om community center te komen, om te aanschrijven. En de ouderen wat de Schüler hebben van klas 9 en op, die zullen met de Schüler taub komen, verstoor ik zo. Ik guess je weiter krijgt dan wat het dan gaat. Donderdag, worship team practice en vrijdag mini youth night. Nächste zondag is een special dag, Vatertag. En dat eetkomitee wel eens bij een park maandag merken en de jeugd. Dat is bij de jeugd die er helpen met dat. Breng Steiler met. Nächste zondag nog maandag in een park. En ook nächste zondag zo overs. Es plan wie dat Henry Wall wat hier te ons reden, hier in de kerk. En na dem wat de nightlunch zijn in de gym. En dat eetkomitee vraagt is, je wil eten metbrengen. Er bij dessert en zo wieder, koffie wat te zijn. Nog een denk, een Wiederholung van de Anmeldescheine für Sommerbibelschule. Das sind nicht kurz die Anmeldescheine, das ist mehr ein Information-Blatt, da hängen einzelne Blätter, wenn jemand empfiehlt für jene Kinder. Die gehen einmal an Internet an, um das aufmerken, die gefunden da haben, aber das ist die Information boven, fällt ein Friesenblatt mitzunehmen. Na, auf der anderen Seite, kijken, ganz erste Seite, da sagt die Familien- und Jugendrestzeit. Das ist ja geplant, alle auf selbe Städte haben, das soll sein, geplant und bekeckt und verschieden. Das sind Redner, zu die Ehe, was John Leiver redet, das nie geplant ist, John Leiver von Steinreich. Und zu die Jugend, was Ruben Deck von Blumenau. So, wenn die da wel angeben, um die Hand down, ich kann ja angeben, bei der Jugendleiter für die Jugend und all die anderen geben bei Joel und Brenda oder Jason und Rolanda an. Und die Preise sind angegeben, was es kostet. Wann wäre so viel, dass es zu viel Geld, was es kostet, dann fällt es aber frei anzugeben, für Frauen, was können wir tun. Ans Janker zu haben, aber wir wissen nicht, kriegt wir Geld. Fällt ihnen frei, weil wir tun, das sind es für keine Opa vor allem. Es sind andere Dinge, die viele bekannt merken. Wenn nicht, dann frage ich Ramones, er will nachkommen, den Schriftaufschnitt lesen und auch das Worship-Team mit uns zu singen. Morning. Ik heb gewählt Psalm 23 te lezen. Zegt zo staat, a psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul, he leadeth me in paths of righteousness. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Kar tupt je voeten as dat gaat de as emma vara med ons.
uitje te zijn van deze gemeensvader. We hebben opstaan, we hebben er wel, we hebben voor leider zien, we hebben een moedje leider van jou. We hebben God loven en prijzen, allemaal hier brengen. Con la música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
nächste Leser leeft, nicht so wundervoll. Dat jij trein dat zingen, nicht so. Wir haben unser Schoen wahrgenommen. Und sie Blut hat das alle betont, nicht so. Unsere Angst und uns Weidung, das hat für ihr Held. Und sie nun. Und wir wollen dort bleiben, nicht so. Und den Gott, weil wir anbeten. Und der nächste Leute sind bekannte Leute, wir wollen das Applaus sehen, was wir nicht eier haben. Aber das redet von, was wir wollen arm anbeten. Arm fair am Knien und den Gott, weil wir anbeten, nicht so. Licht von der Welt, du kämst drauf, nenem diestren, mögst min Hort und nu kon exam. Herrlich bist du, min Hort bet i om, Honing för ein Leben med dig. Knöjen bed i on har, be me here färdig. Hier sie äken bed i on min Gott. Du bist så härlig, du bist och vet han, så wundervoll bist du till mig. Känn ich von jag här så hög erhoben, herrlich am Himmel bist du. Dig mot dich kämst du hier nur diese Welt, Leib mögt din Arm oss ein Mensch. Knöjen bed i on han, be me here färdig. Hier sie äken bed i on min Gott. Du bist så härlig, du bist och vet han, så wundervoll bist du till mig. Niemals weit weg, befehl dort kast, all meine Sinn umkriegt soll sein. Niemals weit weg, befehl dort kast, all meine Sinn umkriegt soll sein. Knöjen bed i on har, be me here färdig. Hier sie äken bed i on min Gott. Du bist så härlig, du bist och vet han, så wundervoll bist du till mig. Dat Licht von der Welt käme rauf, am diesteren Nahen. Wir mögen unsere Horten up, nicht ja wie sein, nicht so. Wir können sein, dass das ein Leben mit Hoffnung für uns. Und das sind Dinge, wir uns zufrieden, nicht so. Das ist ein Port von Gott, ein wundervoller Plan von zu sein, wo groß er ist. Und der nächste Leute rede ich bloß noch weiter von, wo groß uns Gott ist.
Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son a sparing sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art. How great thou art. All right, sehr schön, mit YouTube zu sehen. Und Gott loben und preisen, das immer war wahrscheinlich so. Schön, Dulsa.
Gott ist wunderbar groß. Wir erkennen unser kleines Port von wie groß er wirklich ist. Aber je alle, wenn es dann anladen, je besser sein wir dort, nicht? Wenn wir benannt, bitte im Gras legen, Hechtchen in die Stirn sein. Und das falls wir können niemals mal so weit kicken, die letzte Stirn ist. Und wir können auch nicht. Dann denken wir so, wie groß ist Gott? Dass jemand ein Wort sagt, all die Stirn merken dort. Jemand früher ein Wohnport von der Universe Savvy. Na, wir sind in der Mad von dort. Wo immer wir sind in der Universe, wo weit wir von dieser Welt wegkommen, wir sind immer noch in der Mad von der Universe. So Gott ist groß und ist unbegreiflich groß. Wir sagen uns, mein Redeemer lives. Und lass mich sagen, deiner Leiser lebt auch. Meiner Leiser lebt und deiner Leiser lebt auch. Waar we hier kijken naar de gebedspunten van jou, waar we bidden voor Johan Eifries familie, hoe die Friese gestorven is, hij is een vader, een grootvader, en ze worden am zijn messen. Waar we bidden voor onschulden, ze zijn ook veel niet gezond, en kunnen vooral je dessen veld niet in de kerk zijn, waar we van bidden. Dan waar we die gebeden ook beantwoorden, indem dat we vorher nochmal bezeken en met aan het reden. Waar we bidden van de 12 kandidaten, we hebben 2 12 kandidaten, Jamie en Anna. Waar we van bidden, niet bloß van jou, maar tegen tijd. We zijn met aan het buik met de laatste sterren gegaan. En we kijken verder waar je naar 12 hast, we hebben nog niet gelijk bestemd vandaag. Waar we bidden voor Loving Care Center, voor die wat er wonen, de oudere lied, ook voor die wat er schaffen doen, ook voor het comité. Waar we bidden voor de gemeinden in Durango, dat is de Plottische Kirche, dat is de Evangeliumskapelle. Vielleicht heet die een beetje anders, ik weet niet gelijk wat nu de naam is. Zijn er andere gebedsbedürfnissen wat hier nog veel bieten doen? Wenn nicht, dann waar we ons hoop neigen en Gott het brengen. Vor dem Himmel, wie kommen fertig? Wie weit wir können nicht erkennen, wie groß du bist. Aber du bist groß, du bist unbegreiflich groß. Und wir stehen hier, wer du bist, wo du die Welt gemerkt hast, wo du die Universe gemerkt hast. War alles für die Erlösung in Jesus Christus. Und dass er lebt und dass er die rechte Hand Gottes ist. Und dass wir das können, ganz ohne Angst fertig kommen und die alles bringen, was uns ablegen wird. Dankeschön dafür. Ich danke dir, dass du Gebete hörst. Ich danke dir, dat du Johan Fries familie dichtbij bist deze dag. Ik bid dat die vrede wordt even zijn. Ik bid dat du was met aan zijn en du was bewaren deze dag, wo sie durchkomen. En ook wenn sie niet treuren doen, ik bid sie met aan. Wenn sie zijn een familie, wat die leven. En ik bid dat du was met aan zijn en durchleiden. Ik dank die ook voor onschulden. En ik bid voor aan van der morgens sie met aan. Met die schuld. Met Oant, met Betty, sie haben Beschwernissen mit Gesundheitsproblemen und so weiter. Und ich bete für an, dass die Antwort Kraft geben, Gesundheit geben und besonders Geduld geben, die Leute, wo sie bei sind, und an zu helfen, dass sie dort durchkommen. Ich danke dir für das Loving Care Center. Ich danke dir für Personen, die den Vision haben, dass ein Altenheim fehlt. Und ich danke dir für die Personen, die willig sind zu schaffen. Und auch besonders für die, die willig sind zu wohnen. Ihr Lebensabend dort zu wohnen. Ich bete den Frieden, den Segen und den Schutz über das Heim wird sein. Ich bete von der aus morgens für die Gemeinden in Durango. Das sind 2 Gemeinden, die von unserer Konferenz sind. Ich bete für uns, sie mitnehmen, dass sie wissen, dass sie wiederkommen, dass sie mehr dort waren, wo du und auf die Städte hast angesagt, wo sie sind, dass sie dort auch tun, für ihre Umgebung. Ich danke dir von der aus morgens, dass wir den Gottesdienst haben. Ich danke dir, dass wir Benny haben, dass wir uns predigen von der. Ich bete, dass die am sehen, dass die sein Wort sehen. Und ich bete von unseren Top-Kandidaten, für Jamie und Anna, ich bete, dass du schmetternd sein. Ich bete, dass du uns wiederläden, wenn wir einen Top-Fast haben und so weiter. Und ich freue mich an deine Leitung. Auch für die anderen Dinge, die geplant wurden in der Gemeinde. Ich freue mich an Sehen und den Frieden schützt du immer. Ich danke dir, dass wir diese Freiheit haben und freue mich, dass du uns die wieder geben, wenn dir das so wohlgefällig ist. In Jesus' Namen. Amen. Für eine Gabe versagt und dienet einander, ein Kirchlicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.
Gott het op versegnen. Okay, dann können die Kinder naar de Sonderschule gaan. En ik vraag Bernie, zij wel ons met het woord doen. Good morning. Mag Gott iedereen segnen, Gott in Frieden mit iedereen zijn. Van die aus Mars. Unser Leiser leeft, dat hebben we gezongen. We van de vrede dat niet te hebben, den er Leiser aan ons hart en om te dienen, om te loven en om te prijzen. Is normaal met deze Anfangsjahr, da wird es noch in Dezember, ich euch näher, was hat ein Land uit mit den Handhalt, dass ich euch will Nummern abschreiben, eine Botschaft bringen, das Jahr, ich höre an mir so klar, das Jahr will ich euch. Das Jahr will ich euch eine Botschaft bringen. Die sind auf einem ganz anderen Level nein. Gott hat andere Pläne, als einer fertig hat. Ich dachte, vielleicht wird noch ein anderer Plan, aber heute auch noch die Botschaft von Jona, weil der von seiner Abgabe war heran, so ich dachte, mir würde das gleich kommen. Bloß ja sein. So, ich möchte von dir reden von, was lebe ich ganz meiste? Oder was ist Nummer 1 an uns Hort? Und Lukas 6, Vers 44 sagt dort, ein guter Mensch wird die dort Gute an sein Hort Gutes für den Tag bringen, und ein schlechter Mensch bringt von das Schlechte an sein Hort Schlechtes für den Tag. Willst du wovon das Hort fallen lässt, du redest das Müll von. So, das ist klar. Wo das Hort voll von ist, du redest das ganz meiste von, und das kommt über unsere Lippen. In den Apfel, der ruft an, da können wir uns lesen, aber ich will noch einmal lesen. Er sagt an, du sollst den Herrn dienen Gott mit deinem ganzen Hort gut sein, und mit deiner ganzen Seele, und mit all deinen Gedanken. Und da wieder sagt er nach unseren Nächsten, so wieder ist, unsere Nächsten so gut sein als uns selbst. Und ich möchte eine Geschichte vertellen von, das war ein Mann, das war Thomas, er lebt in Afrika, und er war ein Christ. Er hat Jesus kennengelernt, er lebt Gott, er lebt dem Herrn, er wird den Gott. Und so wie er seinen Oberst Gott. Aber er hat einen Ober, der wir am feindlichen sein, der wir am Better, der wir dal über Gott, der wir dal über am. Der entscheidet sich einen Tag, er wird gehen, Thomas sein Haus anstecken. Als er dabei sein, er wird gehen, er wird Gas gehen, er wird das anstecken, er hat einen Strohdach, so er wird das anstecken und das bis verbrennen. Aber Thomas wird das die Zeit an, er kriegt das uit, er kann das viel merken, er kann seine Familie raten. Und das war ja die Nummer Nachteile. Dass er das Abend nicht geglaubt hat, sein schätzt sich das noch weiter zu tun. Er wird weitergehen, sagt er, und wird das Haus anstecken. Aber Thomas wird das weiter an und er kann das weiter utkriegen. Aber Thomas, seine Leib, das ändert ihm nicht, der Leib, für seinen Nuber. Er ging euch nicht den kritisieren, dass er den Idol wird oder so wieder. Er lebt den wieder. Und er lebt Gott. Er lebt den zufrieden. Und er lebt wieder. So, was lebt wieder ganz meiste? Hier sehen wir die Bitterkeit, dass die Haus, die kann viel Schulden bringen für andere an diese Geschichte. Aber die Leib, die kann auch viel tun. So, was ist Nummer 1 an uns Hort? Den Text, den ich gewählt habe, ist Matthäus Kapitel 22. Wir waren von 1 bis 14, weil wir uns die Verse betrachten. Aber wir wollen denken, dass das Kapitel, das, was Jesus hier redet hat zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, zu den Sadduzäern. Aber ich glaube, wir können davon lernen. Hier werden viele Frauen in das Kapitel. Wenn wir die betrachten, dann sehen wir, das sind viele Frauen. Das sind die Frauen von den Tagsleiter, wo sie Jesus fragen, ist das reich wie den Tagstuhl unter den Käse. Nummer 2 hören die Pharisäer, Nummer 3 hören die Sadduzäer, diese Frau über die Todesabstundung. Willst du wie eine Frau, die hat, sie sehen, dass erst ein Mann, ja, die wir gestorben, und dann sie stoppen, die 7 Männer gehabt hat, von den Brüdern will er nicht Kinder hängen lassen. Und die Frau, den wo so
wems Mond würde sagen, wenn die Toten sich vor abstehen. Jesus merkt das klar, dann befrieden die Menschen nicht mehr. Nummer 4, als die Frau kriegt, wohnt sie gerade die Gebot. Und dann sagt Jesus am das du kriegt, den ruft sie Andacht. Und Jesus hat die Antwort nach einer Frau. Ich fragte ihn, was denkt ihr von dem Christus? Wem sehen als er? So, da waren wir uns mit beschäftigen, aber wir waren da bloß da, wir wollten, was das Kapitel sagt, und zu wem der reden wird, und was die Frau wird, und wo sie fertig durch das Gleichnis reden wird. Er redet hier in Gleichnis, und erklärt uns eine gute Liebe an. So werden wir lesen von Vers 1 bis 14, Matthäus Kapitel 22. Und Jesus redet nach was durch in Gleichnissen sieht. Dort Himmelreich, als man kann nicht zu vergleichen, da versehen sehen eine Kasse utreut. Und dann sind deiner Schack, die zu sein, die da angelot werden, dass sie die Kasse kommen soll. Aber sie wollen bloß nicht kommen. Und er schaut noch einmal unter deiner und sagt, sag die da angelot sind, kick mal. Ich habe alles rein. Meine Assen und Maßkörper sind geschlagen. Dort ist alle rein. Kommt die Kasse. Aber sie verachten dort und gingen auf. Einer nur seine Wirtschaft und der andere nur sein Geschäft. Und die ewige kriegen die deiner zu Hause, behandeln den Schondhof und mirken die dort. Als der König dort hier, wie er da und schickt seinen Soldaten, die Mörder anzubringen und ihre Stadt zu verbrennen. Dann sagt er zu seinen Deiner, die Kaste ist rein, aber die, was angelot werden das nicht wird. Du wirst gut noch einmal auf die Hochweg, in wem die trafen, lud an, zur Kaste kommen. Und die Deiner gingen auf die Gossen und brachten Taub, alle, die sie fangen. Der Gaudig, der Schlechte, sodass die Sohl voll Jas wir. Aber es die König nennt heim, die Jas zu beseinen Sache, durch einen Mann, der nicht das Kassenskleid anhat. Und er sagte am Freund, wo bist du hineingekommen? Der Mann wird nicht zu sein. Dann sagte der König zu den Deiner, bringt am den Hang, feit und schmied am Rüt am Diestern. Du wollen die Menschen jummerieren und mit den Zähnen knirschen. Du sind viele angelot, aber du sind wenig gewählt. Wenn wir diesen Text hier betrachten, dann sehen wir hier kurz, das redet von den König und den Sehen. Ich glaube, wir können sagen, Gott und der Sehen, Jesus und Gott. Und wir wollten, Gott, der schickt sie Sehen für unsere Sinnen zu sterben. So, wir wollen hier eine Feier Dinge mit zu bekicken. Wir wollen kicken in die Deiner, was sie deuten, dass der König hier an Dritt schickt. Wir wollen kicken nur die Anladung, da wo der eingeladen wird, weil nur die kicken, wo die gewählt sind. Und danach unser Leben für Gott. In Johannes 3,16, in Leuk Kevin, im alle uitwendig, aber ich werde ihn lesen. Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er sein einziges Sehen gibt, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Jesus sagt zu Nikodemus, so ist das, ich sage dir die Wahrheit, wer nach einmal geboren ist, kann Gott sein Recht nicht sein. So ohne die wahre Geburt ist das allmählich, dass wir an Gott sein Recht nicht kommen. Hier wie ein Mann, der hat nicht das Kassenskleid an. Der kann nicht Beine sein. Wir müssen von Nähen geboren sein, müssen Leute sein, haben über unsere Sinne und Jesus in uns Hort abnehmen. Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 20, ich stehe für die Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür aufmerkt, bei dem wo ich nachgehen und mit ihm taub, eten und heim mit mir. Vielleicht denkst du, wieso redest du von der wahren Geburt? Eigentlich hier fängt unser Leben an für Gott. Vor dort redet die Bibel von, wie wir in Gott feindlich sind. Gott seine Leben wir durch für uns. Er beweist direktlich durch seinen Sehen zu uns schicken. Die Bibel sagt, wie wir in am feindlichen sind. Und in Epheser 4, Vers 17 sagt dort, was ich nu sei, als so als der Herr das haben will. Die soll nicht mehr so leben als die Völker, der und nicht wird voll denken. Eier wie Jesus kann, dann wir wie an unsere Gedanken, gerät wie weit das voran. Und wir dachten nicht an wertvolle Dinge. Und Gott macht, dass wir an die erste Life bleiben. Er sagt zu der Epheser in Offenbarung 2, Vers 5,
dass sie sollen treten nur die erste Life kommen. So versteht unser Life, die erste Life, was wir hören, zu Gott, ist wie uns weitergeboren worden, dann haben wir diesen Frieden, den Frieden. Erklärt den habe ich nicht noch, aber erklärt die viele Sachen nicht einmal durch. Aber wir gehen am Glauben. Wir gehen nicht einmal ab die Pfeile. Erfahrungen, die kommen und gehen. Aber wir brauchen das, wir am Glauben gehen. In Offenbarung 2, Vers 2 und 5 sagt Jesus zu der Ephesische Gemeinde steht, ich weiß um deine Worte, deine Arbeit und deine Geduld, und dass du die verletzenden Menschen nicht verdrehen kannst. Du hast die uitgeproefd en dat du vergeben, Apostel zu sein, dat das aber nicht sind. Und hast uitgefunden, dass die Lehner sind. Du hast geduldig uitgehouden und bist nicht mehr geworden, an meinen Namen sind Hoven zu arbeiten. Aber ich habe das gegen die, dass du von deiner ersten Leib aufgekommen bist. Denk daran, wovon du gefallen bist, hier am und da war, wo du am Anfang deutst. Wenn du nicht amkehren warst, weil kommen in den Lampenholler von der Stadt wahrnehmen. Gott hat seine Leib am Wort zu uns bewiesen. Sein Verlangen ist, dass wir uns Hort Nummer 1 einmal und am Denken, über sein Wort nur denken und am Nummer 1 an uns Hort haben. Worum ich sage, hat seine Leib am Wort zu uns bewiesen ist, weil er lang vorüberlauten prophezeien, von Anfang an, dass er einen Erlöser schicken. Er wird einen Radar schicken, der wird kommen, für unsere Schuld zu sterben, dass wir können frei sein. Und dass wir können durch den Einzigen sehen, dass wir Leben haben, und dass wir können frei sein. Er hat das wahre durch Moses und durch die Propheten sein, dass er diesen Radar wird schicken. Und wir haben das klare Bild von Vertrauen im Alten Testament, wo Moses diese bronzene Schlange auf dem Pool abhängt. Und wer wird handkicken, der wird nicht sterben. Das passiert, als die Israeliten gegen Gott gesündigt haben. Sie haben gesündigt, willst du wieder, das kann er nicht erkennen, der hat von den Israeliten Leuten was vornehmen, es sei der Reisen deuten, und dann beten sie Gott. Dat hij hen soll die an ihre Hand geben. Und Gott erhört das Gebet. Er lässt in den Boden durchführen und sie gewonnen die. Sie können die annehmen und sie gewonnen. Aber kurz nur das werden sie verdrisslich. Sie werden auf einer Reise wieder, sie reisen, sie fangen an gegen Gott, gegen Moses zu reden. Und sie sehen, warum hat die uns aus Ägypten rausgebracht? Soll wir in der Wildnis sterben? Wir haben hier kein Brot zu eten. Und danach sehen sie, die Proste eten essentiell eklig. Und werden die abgewormte Schobel und alt. Sie wollen ja was anderes. Sie wollen Fleisch. Sie wollen was anderes. Und dann schickt Gott die Jaf geschlagen und macht das Volk, dass die Menschen beiten. Und viele von ihnen, die sterben noch. Die sterben von dort. Aber sie dat ich ansagen, dass sie gesündigt haben, prachen sie Moses, dass er soll Gott beten, dass er soll die Schlangen wegnehmen. Gott soll die Schlangen wegnehmen. Moses ging auch beten. Er ging nur Gott, aber Gott hat einen anderen Plan. Er sagt, kick nur die Schlangen. Kick da Hahn und werde gebeten, als der wird nicht sterben. Der wird leben. So Moses, der ging bloß und er hängt die Schlange da ab und wer die Hand kickt, der wird gebeten wird, der darf nicht sterben. So sie können sich wählen, sie wollen glauben oder sterben sozusagen. Mir ist das interessant hier, und das haben wir uns in 4. Mose 21 von 1.9 lesen, diese Geschichte. Weil wir das lesen, und sie fragen auch, Gott soll bloß wahrnehmen. Sie hören selbst gesündigt und sich an das Nähe gebracht zu sein, aber sie fragen wahrnehmen. Aber Gott sagt, vertritt mich, dann will ich leben. So sagt Jesus auch, wir können ihm vertrauen, er wird ewig bei uns sein. Er lässt uns nicht hier weg, so.
Moses bet wieder für das Volk, gerade durch, dass mir an Sohn, aber Gott hat diesen Ohrenplan gesagt, kick nicht die Schlange und die wollen nicht sterben. Sagen wir nicht auch fertig so? Die Frau und erste Gott, nimm das weg, wir kicken, wo wir Band sind, vielleicht, oder wo eine Lehre wir Band sind, vielleicht hast du erst was ansteckt, wo wir sollen vielleicht zu sie drehen, dann kann Gott wieder schaffen. Sie müssen erst ein Ding bekennen, dann können Gott enthalten. Sie erkennen, dass sie gesinnig haben. So was ist das Ding, was wir können Gott in die Hand geben. In dieser Zeit, wo wir jetzt Band sind, oder wir eng durch sind, und wenn wir in Chihuahua oder Cocktail vor, da sehen wir das noch viel, dass kann nicht in ein Restaurant essen wegen Coronavirus und so weiter. Was hat das getan, Tanz? Sind wir nur an Gott gekommen, oder haben uns das wieder von Gott weggebracht? Ich glaube, wir können, wenn wir abkicken an Gott, dann können wir danach an diese Lehre, an diese Tiere, können wir immer weiter nur an Gott kommen. Ich höre eine Botschaft, und ich sehe es steht. Wenn wir später kommen, dass wir uns selbst bejammern, dann fangen wir an, unsere erste Liebe für Gott zu verlieren. Wie wird das interessant? So, was kann das passieren? Wenn wir bloß nach diese Dinge gucken, was Rahmen sind, ich glaube, in dieser Zeit, wo wir gestorben sind, da können wir uns das fragen. Haben uns das nur an Gott gebracht? Oder der hat uns nur an Gott bringen? Ich glaube, die Gemeinschaft kann wir nach Krieg so jährlich, wie das Krieg sich jährlich durch, ist was die Eier wir. Die persönliche Gemeinschaft kann immer weiter noch durch sein. So, mag Gott uns helfen, dass wir bis immer weiter noch am Abkicken und die erste Leib lassen an uns regieren. Wenn die schwere Dinge sind, diese Dinge sind, wir können immer weiter an Jesus bringen. Er nimmt die Sorgen von uns auf. 1. Petrus 4, Vers 7 sagt, schmied all deine Sorgen ab ihm. Er sorgt für ihn. Paulus sagt auch in Philippa 4, sagt, sorg ihn am nichts. Look Gott mit Beten und Prachen und Dankeschön sei alles weiter, was ihm fehlt. Wofür wird als uns Gott seine Leib? Aber wofür wird als uns dort, dass er uns gewählt hat? Die 14. Vers in diesem Text, der redet von, du sind viele angeladen, aber du sind nur wenig gewählt. Das sagt angeladen und gewählt. Du hast aber ein sehr großer Unterschied zwischen den beiden. Du hast einen großen Unterschied zwischen diesen beiden. Wir können sagen, du hast ewig bei Gott oder ewig getrennt von Gott. Wird je angeladen als die ganze Welt. Kriegt so ist Johannes 3,16 sagt. Seine Leib ist so groß für uns, dass er sein Einzelsehen gibt. Für alle, die am Leben, dass er nicht verloren und aber das ewige Leben haben. Das sagt aber nicht, dass die anderen nicht eingeladen sind. Die sind kriegt so gut eingeladen. Aber sie glauben nicht. Da meint du willst nicht, dass die anderen nicht eingeladen werden. Sie hören die Kassensquad gekriegt. Die werden eingeladen. Kriegst du diese Deiner, die kann ich dir sehen, gut Leute in der Himmel an. Gut sagt dir, dass die kommen soll, zu dieser Multit. Das ist reut. Wir haben die Assen, die Kalver, die sind alle geschlacht, das ist reut. Aber die werden viele, die werden bloß eingeladen, nicht gewählt. So, was ist Nummer 1 in uns Wort? Was leben wir das meiste? Vielleicht fragst du, wann sind denn die Gewählte? Das sind da bloß nie gewesen, so Menschen? No, das sind nicht. Das sind all die, die was Jesus hat abgenommen. Das sind die Gewählte. Die sind von Gott gewählt. Die, was Jesus aus der Herr und Heiland abgenommen, die sind gewählt. Die anderen sind eingeladen, aber diese sind gewählt. In Johannes 1, Vers 12 sagt dort, aber all die haben abgenommen und sie Namen geglaubt haben, die Macht, Gott seine Kinder zu werden. Und all die haben abgenommen haben, sind die wird an Epheser 1, Vers 4 redet. Wie als Eier der Welt den Grund lädt, hat er uns bestimmt an Christus seine heilige, ausstellende Kinder zu sein. An Christus hat er uns gewählt, seine Kinder zu sein.
Een Beispiel. Wenn ein Koppel ist, der will sich befreien, das ist der Carstens quart mehr, aber immer sie das tun, die anladen tun. Sie laden mir an, sie laden Teil an, aber wohnt sind die, wo die gewählt sind, zu der Kaste kommen. Einladen sind die alle. Aber gewählt sind bloß die, wo die sind, die, wo die gekommen sind. Dort sind die, wo die gewählt sind. Die sind durch, die können den Segen erfahren, die können sich mitfreien mit die. Maar hier werden viele von diesen Diner, wo die Diner durch anladen, die führen euch die Kasse. Die werden Drag. Die werden sehr Drag. Die hören euch Zeit, hinter diese Kasse fahren. Sie werden eingeladen, sie werden angeladen, aber nicht gewählt. Sie machen es machen, weil wir als Lehrer Gott sein Wort mitteilen. Als Christen, und wie Jesus in uns Hort hat, dann sind wir gewählt, Gott sein Wort mitzuteilen, wiederzugeben, sodass Gott kann verherrlicht werden und auch mehr Menschen können die Wort kennenlernen. Noch ein Ding an diesen Tag, an den 3. und 4. Vers, du redest von den Diner. Die Diner, die gingen Fuß, ist die König sieht, sie sollen gehen. Die nach Himmel sein. Erst einmal und dann ging ich nach Himmel. Erst einmal gingen sie, aber die behandeln und verachten das bloß, aber das zweite Mal, als sie kamen, dann wieder die Söhne, die sehen, sie wollen zur Arbeit gehen, die anderen wollen schaffen. Und die wir even Söhne, die mögen die dort. So als Gewählte, kann wir mit vollem Vertrauen, wenn Gott uns schicken wird, aus wem Gott ihm wird mitteilen, er wird mit uns sein. Er wird uns helfen. Er wird uns durchführen. Jetzt wir sind gewählt, an Christus sind wir gewählt. Diese Diner werden auch gewählt. Sie gingen und sehen die, dass die anderen auch sollen die Kassen kommen. Aber sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Als Gewählte sind wir die reichsten Menschen, die es gibt. Wir sind gewählt von den Schöpfer. Von Gott, der den Himmel und Erde gemerkt hat. Er hat uns gewählt, dass wir das ewige Leben haben. Dass wir ewig können, wie am Sonne. Er wird uns hier ein Tag rütraten. Er wird uns nie ein Körper geben. Er wird uns hier rütnehmen in dieser Welt. Wir sind heilig. Er hat uns zu sich gesagt. Unsere Lösung ist ganz vollbracht. Unsere Sinne sind uns ganz vergift. Wir sind gerecht durch Gottes Gnade. Wir sind gerecht, rein, schuldfrei. Nicht, dass wir uns das verdient haben, aber Gott schenkt uns das durch Jesus sein Blut, was er in Kreuz vergott. Durch Gott seine Gnade sind wir gerecht. In Epheser 2, Vers 8 und 9. Sie sind durch Gott seine Gnade gerecht, weil sie glauben. Dort ist nicht durch ihre Werke, sodass keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. Dort ist ein Geschenk von Gott. Sie sind durch Gott seine Gnade gerecht, weil sie glauben. Dort ist nicht durch ihre Werke, dort ist ein Geschenk von Gott. Dort ist nicht das Werken, sodass keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. So ein wir unser Leben für Gott. Wie groß ist unser Leben für Gott? Seien wir dankbar für die Erlösung, dass er uns freigesagt hat und uns aus seinen Deiner nimmt. Sind wir bereit, unseren König zu dienen? Sind wir gewählt oder sind wir bis eingeladen? Was leben wir das meiste oder was ist Nummer 1 an uns Hort? Die Geschichte, wo ich mit anfange, die sagt, Thomas, der hat nach einmal am Euer nach wieder, und er ging nach einmal ne sein Nuba sein Haus und er steckt das nach Wara an. Dem waren wir das sehr stürmisch. Er steckt das an und Thomas kriegt sein Haus Wara ut, aber er hat das ut hat, dann fährt Wort von der Straune in Nuba sein Haus und dann fängt dort an zu brennen.
Es ist in die Schüthaft an Rand an den Nuba und haupt den sin Hüs auch gut zu mir. Und aber als sie fertig haben, dann verbrannt er. Er verlässt sich der sein Arm, seine Haft, sein Bein. Das ist der verlässt, man dort übt mehr. Aber sie kriegen das auch gut. Er hat viel Schuhe gebracht, aber sie kriegen das gut. Und so kommen die Frauen der anderen Nuba schon zu kommen und seine Worte verjährt, wo sie das eingesteckt ist und so wieder. Und als die Nuba steht an wollen, Worte verjährt, das ist Thomas die Nuba, einmal gehen das Haus ansteigen. Sie merken kurz die Entscheidung, sie wollen den anstoppen lassen. Aber Thomas der das leid, dass die mit eingestoppt sind. So hey jetzt ist gewöhnlich, ging er zur Kirche und dann ist da eine ältere Frau, die fragt ihn, was dann passiert ist. Und er sagte dort, was da passiert ist, und sagt, oh wow, preis dem Herrn. Dann bist du nicht safe, deine Familie ist nicht safe, dein Haus, du bist nicht mehr in Gefahr. Ja, sagt er dort, ja. Aber mit der Leute am dem Mond sehen haben, dass niemand mit all den Mörder-Taub in Jail sind. Nee, wie weit geht wer bei wem Taub der macht sein? So hebt seine verbrannte Hand ab und sagt, wer will für diesen Mann beten? Und sie beten durch. Und das wir sein Gebet. Er sagt es dort, Vater, ich wünsche, dass das Mann wird ein Kind Gottes wollen. Vater, ich bete, möchtest du am Freilassen und schaff ein Wunder an sein Hort. Vater, möcht wir Brüder am Herrn werden, dass wir taub können, predigen. Sein Gebet, seine Gedanken wäre ganz anders. Es wird sein Nuba sein, wie wenn er sehr hassig wir ihn an. Hij bewijst am Leib. Wat leid? Es ist de Kirche, de Gebetstijd sterk weer. Een dag gaat deze oude vrouw krijgt naar in jail. En heeft duidelijk evangelium gemaakt. En des man bekämpft hem geloof. En dit gebed ging ganz ervallen. Ze gingen te predigen. Ze dienen Gott. Ze werden bereit, kennig te dienen. Ze leefden dem Herrn niet op. Ich wäre Batternis im Stich. Viele Dinge wir im Stich für einen Mann, der andere nicht. Aber dass Gott seine Leib kann unsere Herzen ganz anbringen. So sind wir gewählt oder sind wir eingeladen? Was leiden wir das meiste oder was ist Nummer 1 in uns Wort? Wir beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gnade, deine Liebe für uns, dass du uns leben lässt, dass du uns erst gelebt hast, dass du uns hast freigesagt an deinen Sehen, Jesus Christus, Dankeschön dafür. Und ich bete bloß, Herr, wie uns unsere Guven, dass wir bereit sind, aus dieser Deiner zu gehen und dem Wort mitzuteilen, wo immer das fehlt. Wenn der Gegenstand ist, dass wir bereit sind, mit Leib immer weiter entgegengehen. Wenn deine Leib, der kommt Wunder mehr. Ich danke dir für deine Leib. Ich bete Dankeschön für uns Wählen, deine Kinder zu sein, an deinen Sehen. Und ich freue mich, du wieder durch diesen Tag mit uns sein. An den Namen Jesus. Amen. In dir ist mein Leben, in dir ist meine Stärke, in dir ist meine Hoffnung, in dir, oh Herr. In dir ist mein Leben, in dir ist meine Stärke, in dir ist meine Hoffnung, in dir, oh Herr. Ich preis dich mit all meinen Sein. Ich preis dich mit all meiner Kraft.
is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you, it's in you, only you. Zum Segen muss ich diese Verse lesen von Epheser 3 von 18 bis 21. Dat is Paulus zijn gebed. Ik bid ook dat je met alle heilige taub mochten die kracht kennenlernen, wodurch je begrijpen kunnen, hoe lang en breed, hoog en diep Christus in je leven was. Je zal in Christus in je leven kennenlernen en dat gaat veel wieder, als we opvoeden oder verstehen können. Zodat we vollends en ganz haben mochten, wat Gott voor je heeft. Dem, der durch seine Kraft viel mehr an uns tun kann, als wir denken oder verstehen können. Den traf alle ihr an die Gemeinde, an Christus Jesus durch alle Generationen, an alle Ewigkeit. Amen.